Hallo, ich bin Rahel vom Zentrum der Gesundheit und möchte heute mit dir über das Thema Bentonit sprechen. Hast du schon mal davon gehört? Falls nicht, wirst du erstaunt sein, wie wichtig Bentonit für deine Gesundheit sein kann. Daher gehört Bentonit eigentlich in jede Haushaltsapotheke. Ich zeige dir heute, was Bentonit alles kann und warum, wie er wirkt und vor allem, wie du ihn anwenden kannst. Als erstes solltest du wissen, dass Bentonit ein uraltes Haus- und Heilmittel ist, das bereits vor vielen Millionen Jahren aus Vulkanasche entstand. Es ist eine Mineralerde, die, wie der Name sagt, aus verschiedenen Mineralien besteht. In der Kurzfassung kann man sagen, dass Bentonit in der Lage ist, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren, indem er ihn von Schadstoffen befreit. Das Besondere an Bentonit ist nämlich, dass es heißt nämlich der Bentonit, eine sehr starke Bindungskraft für Substanzen hat, die dem Körper schaden. Nimmt man Bentonit zum Beispiel ein, dann zieht er im Körper die unterschiedlichsten Schad- und Giftstoffe an sich und sorgt dafür, dass diese dann fest an den Bentonit gebunden über den Stuhl ausgeschieden werden können. Bei den Schadstoffen, die vom Bentonit gebunden werden können, handelt es sich beispielsweise um Schwermetalle, schädliche Bakterien, Pestizide, Schimmelpilzgifte, Stoffwechselschlacken und sogar radioaktive Elemente. Das sind alles Stoffe, die dem Körper massiv schaden und uns krank machen. Nehmen wir zum Beispiel die Schimmelpilzgifte, sogenannte Aflatoxine. Sie gelten als extrem giftig, denn sie schädigen die Leber und sind nachweislich krebserregend. Und tückisch sind sie auch, denn sie können überall sein, ohne dass man sie sehen kann. So können sie unbemerkt über Brot, Reis, Nüssen, Getreide, Früchten und abgepackten Lebensmitteln in den Körper gelangen und ihn schleichend krank machen. Doch Bentonit bindet die Aflatoxine direkt im Magen-Darm-Trakt an sich und leitet sie über den Darm aus. Also noch bevor sie dem Körper Schaden zufügen können. Daher ist es sicher sinnvoll, Bentonit hin und wieder auch präventiv einzunehmen. In Studien zeigte sich interessanterweise, dass Bentonit die Aflatoxine bindet, ohne dabei die Verwertbarkeit von Vitaminen oder anderen Mikronährstoffen, die über die Nahrung aufgenommen wurden, zu beeinträchtigen. Auch vor Pestiziden scheint Bentonit zu schützen. Viele dieser Gifte lagern sich im Körper ab und werden nur sehr langsam wieder abgebaut, wenn überhaupt. In Vergiftungsfällen mit Pestiziden wurde Bentonit noch in den 1980er Jahren zur Magenspülung verwendet, um das Gift schnell auszuleiten und unschädlich zu machen. Genauso kann Bentonit manche Pflanzengifte neutralisieren. Wenn Weidevieh etwa Giftpflanzen gefressen haben, hilft eine 5-tägige Behandlung mit Bentonit, das Leben der Tiere zu retten. Bentonit hilft jedoch nicht nur bei konkreten Vergiftungen, sondern ist auch im Alltag immer wieder ein zuverlässiger Helfer. Wenn ihr Bentonit beispielsweise nach dem Verzehr von Süßigkeiten einnehmt oder damit eine Mundspülung durchführt, dann finden Kariesbakterien kaum noch Zuckerreste und sie gehen zugrunde. Gleichzeitig bilden sich Zungen- und Zahnbelege zurück und Mundgeruch wird verhindert. Bentonit wirkt übrigens nicht nur innerlich entgiftend, sondern auch auf der Haut. Dazu vermischst du die Mineralerde einfach mit Wasser zu einem Brei und trägst diesen dann möglichst dick auf Insektenstiche, Pickel, Ekzeme, juckende Stellen, sogar auf Geschwüre oder auch auf krankes Zahnfleisch auf. Die Mineralerde zieht dann wie ein Magnet Gifte, Bakterien, Talg, Eiter und andere irritierende Stoffe aus der Haut. Nach etwa 20 bis 30 Minuten wäschst du den Bentonitbrei wieder ab, und zwar noch bevor er austrocknen konnte. Auch wenn Säuglinge an einem Windelausschlag leiden, kann man Bentonit einsetzen. In einer Studie zeigte sich, dass eine Bentonit-Shea-Buttercreme den Windelausschlag besser behandeln konnte als eine Calendula-Creme. Hierzu mischst du die Shea-Butter und das Bentonit im Verhältnis 1:1. Bei Rheumaschmerzen oder auch bei einem Fersensporn legst du warme oder kalte Bentonit-Packungen auf, die du noch mit etwas Arnika-Essenz anreichern kannst. Also einfach in den Bentonit-Wasserbrei etwas Arnika-Essenz geben. Umschläge dieser Art lindern Entzündungen und reduzieren die Schmerzen. Bentonit ist deshalb so unglaublich wirksam, weil seine innere Oberfläche enorm groß ist. Ein einziges Gramm Bentonit, wenn man es auffalten würde, ergibt eine unglaubliche Fläche von 400 bis 600 Quadratmeter. Das ist fast die Größe von 2 Tennisplätzen.
Auf einer so riesigen Fläche können dann natürlich auch sehr viele Schadstoffe gebunden werden. Oft heißt es allerdings, Bentonit sei selbst mit Schwermetallen oder Schadstoffen belastet, so dass die Gefahr bestehen könnte, dass Bentonit sogar zu einer Schwermetallbelastung des Menschen beitragen könnte. Studien weisen jedoch darauf hin, dass diese Schadstoffe fest im Bentonit gebunden bleiben, sich im Körper also nicht lösen. Das zeigte auch eine Untersuchung, die bei mit Blei belasteten Schweinen vorgenommen wurde. Hier zeigte sich, dass sich während der Bentoniteinnahme die Bleibelastung sowohl im Blut als auch in den Knochen und sogar im Gehirn senkte. Doch wie gelangt Bentonit eigentlich in die Knochen oder ins Gehirn? Sobald das Verdauungssystem dank Bentonit schadstofffrei ist, entsteht ein Sog, der dazu führt, dass aus dem Rest des Körpers wieder erneut Schadstoffe zur Ausleitung in das Verdauungssystem transportiert werden. Reinigt man daher regelmäßig den Darm, dann erreicht der entgiftende Effekt, sogar ohne dass die reinigenden Mittel in den Rest des Körpers gelangen müssten, Schritt für Schritt auch andere Organe. Wenn Bentonit die Gifte bereits im Verdauungssystem aufnimmt und ausleitet, dann gelangen sie natürlich gar nicht erst in den Blutkreislauf und können sich somit auch nicht im Körper verteilen oder dort einlagern. Dadurch werden die Leber und die Nieren, die sich ja andernfalls um die Entgiftung dieser Stoffe kümmern müssten, enorm entlastet, sodass Bentonit auch sehr positiv die Leber- und Nierengesundheit beeinflusst. Bentonit schützt auch den Darm vor den Schadstoffen, die mit der Nahrung eintreffen, sodass die Darmschleimhaut und auch die Darmflora unversehrt bleiben. Daher gilt Bentonit als eines der besten Hausmittel bei Durchfall. Und zwar ganz gleich, ob dieser nun infolge von Viren oder verdorbenen Lebensmitteln entstanden ist. Bentonit bindet einfach die entsprechenden Auslöser des Durchfalls und leitet diese aus. So, jetzt musst du natürlich auch noch wissen, wie du Bentonit am besten einnehmen solltest. Bentonit sollte möglichst auf leeren Magen eingenommen werden, etwa 30 Minuten vor dem Frühstück. Ein alternativer Einnahmezeitpunkt für Bentonit ist mindestens 2 Stunden nach einer leichten Mahlzeit, was zum Beispiel auch kurz vor dem Schlafengehen um 22 Uhr sein kann, wenn man gegen 19 Uhr eine Gemüsesuppe zu Abend gegessen hat. Andere Nahrungsergänzungen sollten nicht mit Bentonit zusammen eingenommen werden. Im Notfall, wie zum Beispiel bei akutem Durchfall oder wenn du versehentlich etwas Giftiges oder verdorbene Lebensmittel gegessen hast, kannst du Bentonit natürlich jederzeit einnehmen. Normalerweise nimmt man 1- bis 2-mal täglich oder eben je nach Bedarf einen halben bis einen ganzen Teelöffel Bentonit mit mindestens 400 Milliliter Wasser. Wenn du Bentonit für ein Darmreinigungsprogramm nutzen willst, findest du den Link zur vollständigen Anleitung unten in der Infobox. Bei einer Darmreinigung mischt man Bentonit mit Flohsamenschalenpulver zu einem Shake und trinkt diesen 1- bis 3-mal täglich. Zusätzlich nimmt man noch ein probiotisches Präparat zum Aufbau der Darmflora. Bentonit wird auch in manche Entsäuerungsprogramme integriert, da auch überschüssige Säuren zu den Schadstoffen zählen, die Bentonit binden kann. Er hat also auch einen positiven Einfluss auf den Säurebasenhaushalt. Natürlich kann auch ein ganzheitliches Entgiftungsprogramm mit Bentonit ergänzt werden. Eine Anleitung dazu findest du auch unten verlinkt. Manchmal lässt sich Bentonit nur schwer mit Wasser mischen. Er neigt dann zur Klümpchenbildung. Diese Klümpchenbildung lässt sich vermeiden, wenn man den Bentonit mit Wasser in einen Mixer gibt. Du kannst auch eine breiartige Mischung aus Wasser und Bentonit vorbereiten und mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahren. Davon kannst du dann bei jeder Anwendung 1 bis 2 Teelöffel in ein Glas Wasser einrühren. Das ist ganz praktisch für die Anwendung im Alltag. Wenn du den Bentonit in Wasser eingerührt nicht magst, dann kannst du dich auch für Bentonit-Kapseln entscheiden, die auch für unterwegs sehr praktisch sind. Doch darfst du auch dann nie vergessen, viel Wasser dazu zu trinken, auch nicht, wenn du gerade nur wenig Zeit hast. Denn ohne ausreichend Wasser kann Bentonit nicht wirken. Ja, er kann dann sogar unangenehme Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel Bauchweh und Verstopfung, da Bentonit ohne ausreichend Wasser im Verdauungssystem verklumpen und verhärten könnte. Denk außerdem daran, dass du nicht nur direkt zur Bentoniteinnahme viel trinkst, sondern auch über den Tag verteilt immer wieder ein Glas Wasser trinkst, wenn du gerade eine Kur mit Bentonit machst. Das hat mindestens 2 Vorteile. Erstens, Bentonit kann nur mit ausreichend Wasser richtig wirken und Schadstoffe binden. Und zweitens, Bentonit kann nur in Gegenwart von viel Wasser zügig mit dem Stuhl ausgeleitet werden.
Wenn du Medikamente nehmen musst, dazu gehört auch die Pille, dann nimm diese immer erst 2 bis 3 Stunden nach dem Bentonit ein oder rechtzeitig 2 bis 3 Stunden vorher. Andernfalls könnte es sein, dass Bentonit das Medikament ebenfalls bindet und ausleitet. Vielleicht habt ihr nicht nur von Bentonit, sondern auch schon von Zeolit gehört. Auch Zeolit ist eine entgiftende und schadstoffbindende Mineralerde. Beide Mineralerden wirken auch sehr ähnlich, sodass hat man die eine bereits zu Hause, die andere sicher nicht zusätzlich besorgen muss. Details zum Unterschied der beiden Mineralerden findet ihr im passenden Artikel auf unserer Webseite erklärt. Wie ist das nun mit dem Aluminium? Bentonit und Zeolit sind naturgemäß Aluminiumsilikate, also Aluminiumverbindungen. Manchmal wird daher vor den beiden Mineralerden gewarnt, weil befürchtet wird, dass sich das Aluminium aus Bentonit oder Zeolit lösen und sich im Körper einlagern könnte. Was natürlich fatal wäre, da man ja mit den Mineralerden entgiften und sich nicht mit Aluminium vergiften will. Nun kann sich aufgrund des niedrigen pH-Werts im Magen tatsächlich Aluminium aus dem Bentonit lösen. Dieses Aluminium aber ist nicht bioverfügbar, das heißt, es gelangt nicht in den Blutkreislauf und kann sich auch nicht im Körper anreichern, sondern wird mit dem Stuhl wieder ausgeschieden. Für diese niedrige Bioverfügbarkeit des Aluminiums sind die Silizium-Ionen verantwortlich, die sich aus dem Silikat lösen und an das Aluminium binden. Daher kann auch siliziumreiches Mineralwasser oder generell eine Nahrungsergänzung mit Silizium zur Aluminiumentgiftung beim Menschen eingesetzt werden. Lediglich bei synthetisch hergestelltem Zeolit löst sich bioverfügbares Aluminium, das zu einer Aluminiumbelastung des Körpers beitragen kann. Synthetisch hergestellter Zeolit heißt Zeolit A und wird meist in der Industrie eingesetzt. Achtet beim Kauf von Bentonit daher darauf, dass es als Medizinprodukt der Klasse 2b zertifiziert wurde und außerdem eine Körnchengröße aufweist, die zwar sehr fein ist, aber noch nicht in den Nanobereich fällt. Beide Informationen müssen auf dem Produkt oder in der Produktbeschreibung auf der Webseite des Händlers vermerkt sein. Hast du noch Fragen rund ums Thema Bentonit? Schreib uns diese gerne in den Kommentaren. Wir freuen uns, mit dir in den Austausch zu kommen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.